Bei unserem Spaziergang durch Aregua haben wir vom Weiten dieses Feuerwehrauto gesehen und wollten eigentlich nur ein paar Fotos oder Videoaufnahmen dort machen, was wir dann auch getan haben. Allerdings war uns da noch nicht klar, dass wir kurze Zeit später sogar in dem Feuerwehrauto drin sitzen würden und eine Runde damit fahren. Das ist sogar auf Deutsch noch. Denn als wir gerade weggehen wollten, wurden wir dann zurückgerufen und die wollten uns noch die anderen Fahrzeuge zeigen und schon saß ich in einem anderen Feuerwehrauto. Ebenfalls ein deutsches Feuerwehrauto mit dem Namen Florian Dachau 611. Also wer von den Feuerwehrleuten in Dachau mal in dem Florian Dachau 611 gesessen hat, kann das gerne mal in die Videobeschreibung schreiben. Würde mich mal interessieren, ob es da jemanden gibt, der dieses Auto noch kennt. Ja, da die Bedienungsanleitung könnt ihr auf Pause machen und euch mal durchlesen. Ja, auch draußen steht noch Stadt Dachau und Freiwillige Feuerwehr dran. Der Wagen ist nicht in so einem guten Zustand wie das Modell, was draußen steht, was eigentlich noch augenscheinlich älter sein muss. Das Hydraulikaggregat, das soll nach Aussagen der Jungs noch funktionieren. Hier ist noch so eine Stromversorgung. Für Interessierte oder die sich auskennen, können sich da ja, auf Pause machen und genauer gucken. Ja, der ganze Wagen, der sprang leider nicht an, weil die Batterie irgendwie nicht genug Strom hatte. Auf jeden Fall kann man den nicht starten aktuell. Jetzt wird auch wieder die Luke zugemacht. Und Sarah hatte sofort wieder einen neuen Freund da gefunden. Ja, da musste ich mir natürlich noch den LKW anschauen. Da war sogar ein Schlüssel vorhanden, so dass wir den auch gleich sogar starten konnten. Hallo. Wie geht's? 72. Sprang erstaunlich gut an, hat natürlich gut gequalmt. Ja, ich habe das so mit den Dampfmaschinen, ähnlich wie mein Rasenmäher. Aber war schon eine interessante Sache, sich das Auto mal anzuschauen. Sieht ja auch ganz gut aus, so ein alter LKW. Wir sind immer begeistert, die Dinger fahren ja hier in Paraguay noch ohne Ende rum. Sarah freut sich immer, wenn sie die Dinger sieht, die hätte ihn am liebsten mitgenommen, der hat ihr echt gut gefallen. Ja, und sie hat ja dann auch noch den nächsten schon wieder entdeckt. Da ist noch so einer. Ein alter Mercedes. Da habe ich mich auch eingesetzt. Da war, glaube ich, der Schlüssel nicht vorhanden, also den konnten wir nicht starten. Diego, ¿cuántos años tenés? ¿4 años? Ella. Ella? 32. Ese prácticamente 32 años tiene. Ist älter wie Ich du. weiß. 40. 40. Porque 80 es. Lola. Ja, wieder ein kleiner Vierbeiner. Die rannten da auch Dale a la señora. zahlreich rum, wie überall in Paraguay. Ist immer mal wieder Hunde. Und ich habe dann auch noch einen ganz alten LKW entdeckt. Der sagte früher immer die Transchaco-Route. Mittlerweile halt nicht mehr. So, und jetzt ging es zu dem alten Feuerwehrauto. Ich habe erst das so verstanden, dass ich da als Beifahrer mitfahren kann, aber irgendwie, das habe ich falsch verstanden, ich sollte selber fahren. Ich bin noch nie LKW gefahren, muss ich mal dazu sagen. Naja, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Meine Füße waren auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Dementsprechend musste ich dann mit dem Hintern ein bisschen vorrücken, aber naja, einigermaßen bin ich ja dran gekommen. Ja, der alte Wagen sprang dann auch recht gut an. Naja, was soll man sagen, ist halt ein Mercedes, ne? Die springen nun mal gut an. Ja.
Und jo, Gang rein, Handbremse raus und los ging die Fahrt. Hat natürlich keine Servolenkung, dementsprechend muss man da ein bisschen kurbeln, aber es ging eigentlich. Ja, Sarah filmt mich hier von hinten, da kann man wunderbar meinen Sonnenbrand im Nacken erkennen. Wir waren da schon ein paar Stunden durch Aregua und so unterwegs und ja, ich hatte meinen Nacken und meinen Kopf nicht bedeckt. Dementsprechend war ich gut durchgeschwitzt und hatte einen schönen roten Nacken. So, jetzt geht es da von dem Feuerwehrplatz auf die Straße. Das ist die Straße, wo da auch oft die ganzen Marktstände stehen und so. Gleich da zur linken Seite sieht man den ehemaligen Bahnhof. Kann man sich auch anschauen, stehen ein paar Waggons rum. Ja, hier jetzt der Überblick zur Feuerwehr. Da gehen auch noch ein paar alte Schienen lang von der ehemaligen Zugverbindung, die es da mal gab und irgendwann mal wieder geben soll. Immerhin hat Paraguay ja einen Bahnminister ohne Bahn. So, jetzt fahren wir mal sicherheitshalber direkt wieder Richtung Feuerwehrplatz, weil da so über die Straße mit dem Wagen zu fahren, ist schon so eine Sache, wenn man keine Ahnung vom LKW-Fahren hat. Hinzu kommt ja keine Servounterstützung, auch bei der Bremse nicht. Da werden wir gleich noch sehen, dass mir der Strommast da sehr nachkommen wird. Aber bisher klappt es ganz gut. Ja, an den alten LKWs vorbei. Und ja, wenn die wüssten, wie gut ich LKW fahren könnte, würden die dann nicht so beruhigt stehen, sondern eher panisch zur Seite rennen. Aber wir sind ja im ersten Gang geblieben. So, jetzt muss ich da gleich rechts einparken. Jetzt versuche ich die Kurve zu kriegen, klappt natürlich nicht. Die Bremse und natürlich keine Servounterstützung, da muss man richtig reinlangen. Aber da der Strompfosten sowieso schon eine Macke hatte, wäre ich nicht der Erste gewesen, der dagegen gefahren ist. Also bei mir war ja noch eine Handbreit Platz vor dem ganzen Pfosten. Ja, jetzt rückwärts. Hat aber auch ganz gut geklappt. Und schon steht das Auto wieder genau da, wo es vorher stand. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ihr seht das Grinsen bei Sarah im Gesicht. Selbst sie hatte Spaß. Und ja, also wir bedanken uns wirklich recht herzlich bei der Feuerwehr in Aregua für die Möglichkeit und die Einblicke, die sie uns gegeben haben. Und wenn wir mal wieder in Aregua sind, werden wir sicherlich unsere Freunde bei der Feuerwehr nochmal besuchen. Bis dahin, ciao!